Die Organisation Wildlife SOS in Indien hatte einen beunruhigenden Hinweis auf einen männlichen Elefanten erhalten, der in der Gegend gefangen gehalten wurde. Das war nach indischem Recht streng verboten, aber es hatte trotzdem Monate gedauert, bis der Fall juristisch geklärt war und das Recht erteilt wurde, ihn aus der Obhut seiner Besitzer zu befreien. Glücklicherweise waren die besten Männer an der Sache dran. Kartik Satyanarayan war einer dieser Männer. Als Mitarbeiter von Wildlife SOS hatte er in seiner Laufbahn schon viele verzweifelte Tiere gesehen, aber auf diese Aufgabe war er nicht vorbereitet. Zum Glück war Wildlife SOS nicht das einzige Auto, das auf dieser trostlosen Straße zu dem Elefanten unterwegs war. Vor ihnen fuhren ein Polizeiauto und 3 Fahrzeuge der Forstverwaltung. Insgesamt bestand der Rettertrupp aus 22 Personen. Alle Mitglieder waren vor den Gefahren gewarnt worden, denen sie begegnen könnten. Sie waren sich nicht sicher, wie feindselig sie empfangen würden. Und mit nur ein paar Polizeibeamten müsste sich die Gruppe zurückziehen, falls sie auf zu viel Widerstand stoßen würde. Nach den Informationen, die sie gesammelt hatten, war Raju als Baby gefangen genommen und verkauft worden und wurde 50 Jahre lang 24 Stunden am Tag in Ketten gehalten. Er war nicht für eine Zirkusvorstellung abgerichtet worden, sondern wurde als exotische Attraktion für Touristen gehalten. Doch heute Abend war Wildlife SOS entschlossen, sein Leiden ein für allemal zu beenden und ihm die Freiheit zurückzugeben, die andere Menschen ihm gestohlen hatten. Als Kartik zum ersten Mal auf dem Gelände ankam, bekam er einen Eindruck von der Anlage aus nächster Nähe. Bisher hatte er es nur aus der Ferne betrachtet, aber nun wurde ihm der Schrecken des Anwesens bewusst. Es war ein großes Gelände mit verblassten, halb zerstörten Betonmauern. Es war von Zäunen, langem, ungepflegtem Gras und Hundegeheul in der Ferne umgeben. Dies war nicht der richtige Ort, um ein so majestätisches Tier wie einen Elefanten zu halten. Im vorderen Gebäude, das völlig unbewohnt zu sein schien, brannte kein Licht. Allerdings schien ein flackerndes Licht aus einer Hütte auf der Rückseite zu kommen. Die Gruppe ging im Gänsemarsch, Kartik ganz hinten. An der Spitze standen die beiden Polizisten mit Taschenlampen und Pistolen, denn sie wussten, dass dies eine gefährliche Aktion werden könnte. Kartik und die anderen Menschen waren unbewaffnet. Stattdessen hatten sie eine medizinische Ausrüstung, Medikamente und Lebensmittel dabei. Ihre größte Sorge galt dem Elefanten, den sie retten wollten. Während sie voranschritten, dröhnte eine laute Stimme durch die Luft. Es war ein Schreien, das die Gruppe davor warnte, sich weiter zu nähern. Ein Schuss ertönte und die gesamte Gruppe ging in Deckung. Die beiden Polizisten gaben dem restlichen Trupp ein Zeichen, dass sie zurückbleiben sollten, während sie weitergingen. Kartik war das nicht geheuer. In den letzten Monaten hatte er viele Auseinandersetzungen mit dem Einsatzleiter Ajay, dem Leiter der örtlichen Polizeibehörde, gehabt. Fast jeden Tag hatte Kartik ihn angerufen, um sich über den aktuellen Stand des Falles zu erkundigen. Es dauerte nicht lange, bis Ajay seine Hartnäckigkeit satt hatte und bald gerieten sie in Streit. Schon früh am Tag hatten sie sich darüber gestritten, wie sie die Rettungsaktion durchführen sollten. Ajay wollte die Aktion erst einige Tage später durchführen. Aber Kartik weigerte sich. Das hätte für den Elefanten unnötige weitere Tage des Leidens unter der brütend heißen Sonne bedeutet und er wollte dem armen Tier so viel Leid wie möglich ersparen. Fast eine halbe Stunde lang hatte Ajay nicht nachgegeben und gedroht, den Stecker zu ziehen, weil er das Gefühl hatte, Kartik würde ihn nicht respektieren. Schließlich hatten sie sich doch auf Kartiks Vorschlag geeinigt, den Elefanten einige Tage früher als geplant zu befreien. Eines der Mitglieder war mit einem Lastwagen zum Gelände gefahren, um den Elefanten so schnell wie möglich zu einem Tierarzt zu bringen. Sie bereiteten alles für eine reibungslose Rettungsaktion des Elefanten vor, aber Kartik glaubte nicht, dass Ajay sich so sehr darum kümmerte, wie es dem Elefanten erging. Er war nur darauf fokussiert, den Fall abzuschließen und weniger auf das Tierwohl. Deshalb fiel es ihm auch so schwer, vorerst einen Schritt zurückzutreten. Schließlich gelang es der Polizei, den gesuchten Mann zu identifizieren. Kartik kannte ihn bereits. Seine Nachforschungen hatten ergeben, dass es sich um einen Elefantenreiter handelte, der sein Tier für Touristenattraktionen für Geld präsentierte. Kartik hatte das Anwesen in den letzten 2 Tagen überwacht, um Informationen zu sammeln und sicherzustellen, dass der Besitzer nicht vor der Operation fliehen würde. Nachdem die Polizisten den Eigentümer festgenommen hatten, eskortierten sie die Mitarbeiter von Wildlife SOS zum hinteren Teil des Grundstücks. In der Mitte eines kleinen Geheges lag Raju auf allen Vieren. In diesem Moment wurde Kartik klar, dass der Besitzer wahrscheinlich mehr Angst davor hatte, dass die Polizei den Zustand seines Elefanten entdeckt, als ihn mitzunehmen. Die Vorderseite von Rajus Rüssel sowie der Rand seiner Ohren waren bronzefarben und weiß gefleckt. Die einst weiche graue Haut war wie Rost zerfressen. Sein Körper war dünn und die Knochen ragten unter der Haut hervor. Noch erschreckender war die Art und Weise, wie dieses Tier an seinem Platz gehalten worden war. An seinen Beinen waren Stahlketten angebracht, die so eng waren, dass sie Einkerbungen in Rajus Knöchel hinterlassen hatten. Sie waren an nahegelegene Baumstämme gebunden, obwohl Raju so niedergeschlagen aussah, dass es schwer vorstellbar war, dass er versuchte zu fliehen.
Kartik eilte zu Rajus Füßen, löste die Fesseln und begann das riesige Tier, das sich kaum bewegte oder reagierte, loszubinden. Von der kleinen Hütte aus brüllte der verbitterte Besitzer Befehle, um den Elefanten ängstlich zu machen und ihn gegen seine Retter aufzubringen. Aber Raju hörte nicht zu, und Kartik hatte keine Angst. Er lockerte zuerst das rechte Hinterbein, und als er nach links schaute, war er überrascht zu sehen, wie Ajay das andere Bein lockerte. Die beiden tauschten ein zustimmendes Nicken aus. Trotz all ihrer Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten lag ihnen beiden die Rettung dieses Tieres sehr am Herzen. Aber Kartik erlebte noch eine weitere Überraschung. Als er dem Elefanten in die Augen sah, erkannte er etwas Unglaubliches. Unverkennbar kullerten Tränen über die großen Wangen des Tieres. Kartik brauchte einen Moment, um sich zu beruhigen. Dieser Elefant verstand, dass er gerettet wurde. Er war von seinen Gefühlen überwältigt, auch wenn sich sein Körper kaum bewegte. Und Kartik wischte sich selbst die Tränen über die Wangen. Der Gedanke daran, dass dieser Elefant jahrelang unter schrecklichen Bedingungen gelebt hatte, brach ihm das Herz, motivierte ihn aber gleichzeitig weiter zu kämpfen. Bei den Untersuchungen stellten die Tierärzte fest, dass Raju hungrig und erschöpft war. Er war darauf beschränkt, Plastikteile zu fressen, die er in der Nähe gefunden hatte, und Essensreste, die von vorbeikommenden Touristen zurückgelassen wurden. Nachdem sie ihn mit richtigem Futter gefüttert hatten, brachten sie ihn langsam zum Lastwagen, verabreichten ihm ein leichtes Beruhigungsmittel und fuhren ihn in das nahegelegene Elefantenschutz- und Pflegezentrum. In den folgenden Monaten erholte er sich erstaunlich gut. Als Kartik ihn wieder besuchte, war Raju nach 5 Jahrzehnten der Unterdrückung wieder zu Kräften gekommen. Unter der Vollzeitpflege seines Ärzteteams mit frischem Obst und Leckereien, nahm er wieder ein gesundes, stämmiges Gewicht an. Sogar die Verfärbungen in seinem Gesicht und an den Ohren verbesserten sich. Er war endlich wieder glücklich und gesund und sollte den Rest seines Lebens von Menschen umgeben sein, die sich liebevoll um ihn kümmerten. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein weinender Elefant flehte einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.